have a Bible verse for this session, and it is from the book of Psalm. Oh, from Psalms this time. Wir haben einen Bibelvers für die heutige Stunde, und das ist aus dem Buch der Psalmen. Wer hätte das gedacht? So if you have a Bible verse that you would like to learn in Hebrew and it's not too complicated, I would love to hear that, and maybe I can do this for you, because this is actually a student that asked me to do this verse. Wenn ihr gerne einen bestimmten Bibelvers auf Hebräisch lernen würdet, dann schreibt das bitte an uns, entweder Tian oder mich, ich leite das weiter. Und weil das hier ist ein Bibelvers, wo ein Schüler gefragt hat, Tian möchte das doch bitte auf Hebräisch machen. Natürlich jetzt nicht irgendein Vers, was zu kompliziert ist, ne? Es soll schon im Rahmen passen. So while I write this first word, Gila, would you mind reading it in German for us, please? I do not mind at all. Psalm 27, Vers 14. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. So I love the fact that the Bible is translated. Ich liebe die Tatsache, dass die Bibel übersetzt worden ist. But we need to know that sometimes the Bible is not translated 100% correctly. Aber es muss uns auch klar sein, dass die Bibel manchmal nicht zu 100% richtig übersetzt worden ist. And in this case, you see the first word here. Und hier in diesem Fall, hier seht ihr das erste Wort, Kaveh. Kaveh. And this word doesn't mean wait. In German, it doesn't say wait. Just so that I must quickly explain to you, I didn't read the verse beforehand, otherwise I could have told you. In German, it doesn't say wait. In German, it actually means hope and wait. Hope and wait. But it's more active, it's more powerful than just waiting. That's the right translation then? Not completely, but almost. Okay, so this word kaveh comes from maybe you've heard the Israeli national anthem, Hatikva. Und das Wort hier, Kaveh, vielleicht habt ihr schon mal gehört, wie die Nationalhymne von Israel heißt, ne? Also das heißt ja Hatikva. The hope. Die Hoffnung. And so this kaveh in Hebrew actually means hope. It's the verb for hope. Und das Wort hier, Kaveh, das ist ein Verb und das bedeutet hoffe. So when David writes this, he's not just saying be patient and so on. He's actually saying hope on God, that you are active to do something about it. Sagt hier eigentlich, hoffe auf den Herrn, aber sagt nicht, mach es, ihr könnt ruhig still da sitzen, sondern sagt, sei aktiv. Ich möchte kurz dazu fügen, in manchen Übersetzungen steht, warte auf den Herrn, ne? Und im Englischen auch. Deswegen ist es wichtig, dass ihr wisst, es ist schon ein riesiger Unterschied. Es geht nicht um warten. Or trust in God. Das Wort kann aber auch bedeuten, vertraue auf den Herrn. But this word is an active word that means to do something and not just sit around. Aber das Wort oder das Verb hier ist sehr aktiv. Das bedeutet nicht, hock dich hin und tu nichts, sondern es bedeutet, sei aktiv. Okay, let's continue. Machen wir weiter. On who must we trust or hope? Auf wen sollen wir hoffen oder vertrauen? You guys know the answer. Ihr kennt die Antwort, oder? El Yod He Vav He. El Yod He Vav He. Auf Yod He Vav He. Kaveh El Yod He Vav He.
This is such a beautiful verse. It's like encouraging someone else when they're in a difficult situation. Und dieser Bibelvers ist so wunderschön, dient als Ermutigung für einen Menschen, wenn dieser Mensch in Schwierigkeiten steckt, ja? Oder eine schwierige Situation. It says, then the next word, be strong. Und in dem nächsten Vers, da lesen wir, oder in dem nächsten Wort steht, sei stark. Sei stark. Sei stark. Sei stark. Must it be capital letter specifically? Sei? The front one, yes. Okay. Sei stark. Beginning of a sentence. Stark. Oh. Here it's the middle of the sentence. Yes, but in German not. Kaveh el yodeh vaveh. Chazak. Chazak. Be strong. Chazak. So the word kaveh in Hebrew is very often connected with the word chazak. Und das Wort Kaveh wird in Hebräisch sehr häufig im Zusammenhang mit dem Wort Chazak benutzt. If you just go look at Isaiah 40 verse 31, you see it's the same layout as this basically. Trust in God and he will give you strength. Und wenn wir uns anschauen, was in Jesaja 40, Vers 31 steht, dann sehen wir, das ist ähnlich. Vertraue auf den Herrn und er wird dir Stärke geben. Kaveh el yodeh vaveh. Chazak. And then he continues. Okay, und dann geht's weiter. Chazak. In Israel, the Jewish people, if you tell a story and it's a very influential story, it's a story that touches their heart, they would say, Chazak, Chazak. I've heard that. I was wondering about that. In Israel, wenn du eine Geschichte erzählst und die Geschichte ist stark oder ermutigt oder ist einflussreich, gell, dann sagen die, Chazak, Chazak, das ist stark. All right, just so that you remember, ve here in the beginning means and. Und nur damit ihr euch daran erinnert, wer am Anfang eines Wortes steht für und. And look again, this makes a break. Ya'ametz. Ya'ametz. Okay, und schaut euch das an. Ne? Ihr seht, wir müssen jeden Vokal einzeln aussprechen. Deswegen Ya'ametz. Seht ihr? Ya'ametz. Which means take courage. Und das bedeutet, fasse Mut. What does the original German say there? Fasse Mut. I am very impressed, I must tell you. I'm not very impressed with the English translation, but the German translation seems like it's very good. Yes, I'm also very impressed. Also die englische Übersetzung ist sehr, sehr viel verweichlicht worden, gell? Oder, aber hier im Deutschen ist es bisher richtig. But that's the Schlachter 2000. Richtig, Tian, das ist richtig. Das hast du gut gesagt. Kaveh el yodeh vaveh chazak ve'ya'ametz. Trust on yodeh vaveh. Be strong and take courage. Vertraue auf Yud He Vav He. Sei stark und fasse Mut. Just look at the next word. Schaut euch das nächste Wort an. You see at the end,
it has this cha. Ihr seht am Ende des Wortes, da haben wir ha. Which means yours. Ha, wisst ihr ja, bedeutet dein. So there we go, the green. So libecha. Libecha. Here's a difference in the German. In German says your heart needs to take courage. But in this one, as far as I understand, it says you have to take courage for your heart. Yes, Okay. yes, yes. Hier haben wir einen Unterschied, ne? Die Bibel sagt, dein Herz fasse Mut, aber im Hebräischen steht, du musst Mut fassen für dein Herz, okay? Mm-hmm. Do you remember from the very first Hebrew 101, we spoke about the word lev. Erinnert ihr euch noch, in Hebräisch 1:1, da haben wir über das Wort Lev gesprochen? Lev Yerushalayim. Lev Jerusalem, das Herz Jerusalems. So that's the word we have here. Das ist das Wort, was wir hier haben. Libecha. 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 So, ya'ametz libecha. Fasse Mut für dein Herz. So, the last bit is basically the same as the beginning. Und die letzten beiden Wörter sind im Grunde genau gleich wie am Anfang. Again, he says, kaveh el yodevave. Endet mit den Worten Kaveh el Yod-He Vav-He. He obviously just says, ve kaveh el yodevave. Sagt dann nur Ve Kaveh el Yod-He Vav-He und hoffe, vertraue auf Yod-He Vav-He. So what I read here when I read the Hebrew is that we need to trust God in such a way that we are active. Was ich hier lese, wenn ich das im hebräischen Urtext lese, ist, dass wenn wir auf Gott vertrauen, müssen wir aktiv sein darin. We mustn't wait for God to show up with all the answers. Wir müssen nicht einfach nur da sitzen und warten, damit Gott auftaucht mit allen Antworten für uns. We must do something according to the way that He expects of us and trust that He will be with us throughout this path. Wir müssen tätig sein im Einklang mit dem, was er von uns erwartet, ja, und erwarten dann, dass er sein Teil dazu beiträgt, ja. He will give you the strength you need. Er wird dir die Kraft geben, die du brauchst. Do not quit. Gib nicht auf. It's a very special verse for me. Und dieser Vers ist für mich ganz besonders, because it reminds me that we should never get to this point where we give up on God. denn ich werde daran erinnert, dass wir niemals an dem Punkt angelangen sollen, dürfen, ja, wo wir Gott aufgeben. But we should also trust God by taking great steps of faith sometimes. Aber wir müssen auch gleichzeitig Gott vertrauen, indem wir großen Glaubensschritte wagen manchmal, ne? When this whole thing about COVID-19 started in March, it was very active here in Israel. Und als Covid-19 angefangen hat, hier März in diesem Jahr, da war es sehr viel los hier in Israel. I'm sure most of your lives were changed and influenced, but our life was really turned on its head. Und ich bin mir so sicher, dass auch
dein Leben, auch euer Leben irgendwie beeinflusst worden ist dadurch und verändert worden ist dadurch. Aber ich kann euch sagen, unser Leben ist komplett auf den Kopf gestellt worden dadurch. We were supposed to receive many tours this year. We were supposed to come minister in Europe a few times this year, and none of that happened. Denn wir hatten geplant, viele Rundreisen in diesem Jahr und natürlich auch viele Besuche, also für den Predigtdienst nach Europa. Und nichts davon konnte stattfinden. Even South Africa, we had new initiatives that we wanted to start there. We couldn't. Und sogar in Südafrika, wir hatten eine neue Initiative geplant für Südafrika in diesem Jahr und das konnten wir auch nicht machen. Some of you might remember we were giving out magnets last year that says next year in Jerusalem of myself and Janie and the children. Und einige von euch erinnert euch vielleicht, als wir letztes Jahr in Europa unterwegs waren, haben wir euch so ein Magnet gegeben mit einem Foto von Tian und Janie und den 3 Buben. Und da drauf steht dann nächstes Jahr in Jerusalem. We didn't think we would be in Jerusalem the whole year. Aber die haben niemals geahnt, dass sie die ganze Zeit nur in Jerusalem sein werden. But that's a bit of the humor that I find in this whole situation. Das ist so ein wenig, ja, wie man diese ganze Situation ein bisschen Humor hinzufügen kann, ne? But in the month of March, I was really at a point where I said, I don't know what we're going to do. Und im Monat März befand Tian sich wirklich an einem Punkt, wo er dachte, ich weiß überhaupt nicht, was wir machen werden. I started with ideas, and then Gila obviously made the suggestion, we must do it on Zoom. Tian hatte Ideen und ich habe ihm dann gesagt, Tian, wir müssen Zoom benutzen. And it's amazing what the Father has done this year through this tool. So thank you again, Gila, for allowing us to trust on God. For kaveh el yodevave. Und das ist natürlich großartig, was wir hier mit Zoom erreichen konnten, ne? Und dass wir dadurch in der Lage waren, aktiv Gott zu vertrauen, aktiv KW auszuüben. Because we could have just sat and waited for God to do something, and then it wasn't really trusting him, it was just being lazy. Wir hätten auch einfach nur da hocken können und warten können auf den Herrn, aber das wäre dann nicht Vertrauen gewesen, dann wären wir einfach nur faul gewesen. So I want to encourage each one of you with his words, kaveh el yod hevave, trust God, he will give you the strength. Take courage for your heart and continue to trust him. Ich möchte euch ermutigen mit diesen Worten, ja, vertraue auf Jod-Hel-Waffe. Er wird dir die Kraft geben, die Stärke, damit du Mut fassen kannst für dein Herz und ihn vertrauen kannst und auf ihn hoffen kannst. In the last 8 months, we have done so much that I never thought I would do in my life. In den vergangenen 8 Monaten haben wir so viele Sachen gemacht, wovon ich nie in meinem Leben gedacht habe, dass wir sie tun würden. But I had to trust in God. Aber wir mussten auf Gott vertrauen. And he is there. He gave us the strength to continue. Und er ist da. Er hat uns die Kraft gegeben, um weiterzumachen. And we will continue to trust him, and he will continue to provide strength. He will continue to provide whatever we need to do what we're doing. Und wir werden weiterhin auf ihn vertrauen und er wird uns weiterhin die Kraft geben, die Stärke. Er wird uns weiterhin alles geben, was wir brauchen, um weitermachen zu können in dem, was wir tun, in unserem Dienst. And he will do the same for each one of you. Und er wird genau dasselbe tun für jeden von euch. If you don't feel like you have strength for tomorrow, continue, but put your trust in him fully. Und wenn du das Gefühl hast, du hast gar keine Stärke, gar keine Kraft für morgen, mach trotzdem weiter, aber vertraue ihm gänzlich. You know, when we all get to places where we're a bit sad or down in life or so, you know what I like to do? Und wir alle kommen manchmal an einem Punkt, wo wir irgendwie niedergeschlagen sind oder traurig sind im Leben. Und wisst ihr, was ich dann gerne tue?
I wake up and I decide to remind myself, this is the day that Yod-Heh-Vav-Heh has made, and I will rejoice and be glad in it. Ich wache auf und entscheide mich dazu, zu sagen, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Ich werde mich freuen und froh sein an ihm. Hallelujah. So I'm going to read this again to you. Halleluja. Tian wird euch das noch einmal vorlesen. Kaveh el Yod-Heh-Vav-Heh. Chazak ve'ya'ametz libecha. Kaveh el Yod-Heh-Vav-Heh. I hope you enjoyed that just as much as I enjoy teaching Hebrew and teaching the Bible from the Hebrew language perspective. Ich hoffe, du hattest genauso viel Spaß, wie ich Spaß dabei habe, wenn ich Hebräisch unterrichten kann und wenn ich das aus der biblischen Perspektive machen kann. We have a lot of material on the Hebrew language and the Bible from this culture and language perspective on kolkala.com. Und wir haben ganz, ganz vieles an Materialien über die hebräische Sprache und über die Bibel aus eben jener Perspektive auf kolkala.com. And if you're interested in learning Hebrew, you can write to me and I will help you to maybe fall in with a class or follow some lesson of us somewhere. You can write to tian@hebrewpeople.com. Und wenn du Interesse daran hast, die Sprache zu lernen, dann kannst du mir gerne schreiben, tian@hebrewpeople.com, und dann können wir schauen, in welche Klasse wir dich unterbringen können oder wo du dir die Aufnahmen anschauen kannst. People often ask us, how can they support us? You're welcome to go onto our website, hebrewpeople.com, and you'll see there is a donate button. If you click on it, you'll see all our banking details, and that's it. We don't need to then send you everything personally. It's there for you to see whatever you'd like. Und die Menschen stellen uns häufig die Frage, wie sie uns finanziell unterstützen können. Nun ja, wenn du auf hebrewpeople.com gehst und du gehst auf die deutsche Seite, dann gibt es dort ein Knöpfchen, das heißt Spenden. Und wenn du darauf klickst, hast du alle Kontodaten von uns. Dann brauchst du uns also nicht mehr anzuschreiben, du brauchst nicht mehr nachzufragen. Du kannst einfach dann geben, wann der Herr es dir aufs Herz legt. So as we say in Hebrew, Shalom. Und wie wir das auf Hebräisch sagen, Shalom.